Dem aufmerksamen Beobachter wird nicht im Gang sein, dass das hier ein ganz neues Format ist. Deswegen möchte ich es nur kurz vorstellen. Wöchentliche Vlogs machen bei mir überhaupt gar keinen Sinn, weil ich ja die Fotografie nur nebenberuflich mache und deswegen, also ich arbeite fast jeden Tag irgendwie da dran, aber meistens eher hinter die Kulissen. Das ist für euch nicht so spannend, wenn ich euch mit der Kamera neben mir stelle, wenn ich am Laptop sitze und ja, Bilder bearbeite oder Videos schneide. Und deswegen hatte ich überlegt, dass ich einfach monatliche Vlogs mache, dass ich euch mitnehme in alles, was relevant ist mit der Fotografie und ihr ein bisschen sozusagen hinter die Kulissen schauen könnt und ja, ein bisschen an meinem Leben teilhaben könnt bezüglich der Fotografie. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr grundsätzlich Interesse an dem Format habt oder ob ihr sagt so, nee, wir möchten lieber nur die Shootings sehen oder halt Tutorials sehen. Genau, sagt einfach mal Bescheid. Warum jetzt heute dieser Vlog startet? Heute ist Samstag, ich meine 5., 6. April, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall Samstag, der erste Samstag mit richtig gutem Wetter, was absolut irrelevant ist, aber egal, ich freue mich darüber total. Und ich habe mir nämlich was gegönnt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das schon mal im Livestream erzählt, für die, die da zugehört haben. Die werden sich vielleicht erinnern, dass ich mir was bestellt habe. Und zwar habe ich mir was gegönnt. Vom Weihnachts- und baldigen Geburtstag habe ich mir einfach schon mal einen Wunsch erfüllt und habe mir etwas geholt, was heute angekommen ist. Ich habe jetzt schon nur oben ausgepackt und habe gesagt, so verdammt, stopp, ich wollte euch mitnehmen und deswegen packen wir es jetzt zusammen aus und ich freue mich total tierisch. Ja, genau. Ich positioniere euch mal, dass ihr überhaupt mal seht, was ich auspacke, weil ich glaube, das ist wichtiger oder spannender als mein Gesicht gerade. Tada! Das ist ein Gimbal, der kleine Feature-Scope Mini mit, was ist das denn? Ach, ein Mikrofasertuch. Dabei kann man immer gut gebrauchen für die Linsen. Genau. Und wofür habe ich mir das geholt oder warum habe ich mir gerade den geholt? Ich habe es mir geholt für die Videoporträts, weil die mir einfach viel zu unruhig waren. Und ich wollte es halt ein bisschen stabiler und ein bisschen schöner machen für euch und deswegen habe ich mir ein Gimbal geholt. Warum ist es gerade der geworden? Das liegt daran, weil er mit der leichteste und kleinste auf dem Markt ist für einen bezahlbaren Preis. Ich möchte ehrlich sein, ich bin ja immer ein Freund davon, dass man nicht immer das teuerste braucht. Und ich hatte mir ganz viele Rezensionen vorher angeguckt und ja, es ist nicht der neueste. Muss aber auch gar nicht, weil der eigentlich ganz gute Bewertungen hatte und deswegen habe ich gesagt, hole ich den. Jetzt packen wir den mal zusammen aus und dann werde ich nämlich morgen, kommt die liebe Verrechte und dann werde ich den damit austesten. Ich nehme euch natürlich morgen mit, weil wir dann auch wieder ein Video shooten für euch über die Grundlagen. Ich wollte die Lichtsetzung mit euch durchgehen, die verschiedenen Positionen, wie man das Licht stellen kann, wie dann die Bilder aussehen, weil ich mir auch überlegt habe, nicht nur dieses Format neu zu machen, sondern auch über die Fotografie-Basics, weil ich da ein paar Anfragen bekommen hatte von ein paar Anfängern. Und ja, da habe ich gedacht, das ist doch eine gute Idee, dass ich vielleicht so ein paar Grundlagen mit euch erläutere. Schau mal, ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich halte es mal vor mein Gesicht, damit er da drauf fixiert. Der ist voll schön und der ist richtig, richtig klein. So. Ich habe Angst. Kennt ihr das? Dass ihr Angst habt, direkt was kaputt zu machen und es rauszuholen? Ja, mir geht es gerade so. Dass ich direkt denke, wenn ich das jetzt rausnehme, ist er gleich im Arsch. Aber, wow, der ist wirklich... Guck mal, wie klein der ist. Das ist ja mega, weil ich habe ganz kleine Hände. Und schaut mal, der passt genau auf meine Hand. Es gibt noch so ein Stativ, den kann man dran schrauben, dann kann man auch mit beiden Händen. Aber ich habe ehrlich gedacht, der wäre noch größer, aber das ist ja wirklich besonders, der ist leicht. Also mein erster Eindruck ist schon mal echt schön. Man kann damit halt Kamera, Actioncams, aber da wohl nur die GoPro und sogar Handys stabilisieren, was ich ganz gut finde, wenn man alles in einem hat. Und er hat hier so einen kleinen, ob ihr es seht, so einen kleinen OLED-Display, da sind dann auch die verschiedenen Funktionen drauf. Und ja, hat ganz viele Custom-Buttons. Ja, es ist mein erster Gimbal und deswegen bin ich mal gespannt, wie der wird. Besonders auch dieser Scorpio-Griff, den kann man nämlich gut halten. Und der ist wirklich, ich kann euch sagen, ich habe nicht viel Kraft. Die
das Video gesehen haben über die Kameraausrüstung, die wissen, warum ich die Sony habe, weil ich einfach wenig Kraft habe und ich brauche kleine Kameras und kleines Equipment. Und ja, das passt super. Das ist wirklich... Oh, ich bin begeistert. So, ich werde das jetzt laden. Das muss nämlich als allererstes laden. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn er geladen ist. Und ich nehme euch mal mit zum Balancieren. Mal gucken, ob das geht. Das ist, glaube ich, mit das Schwierigste. Und ja, ich nehme euch mit auch zu dem ersten Eindruck. Ne? Ich sag schon mal bis morgen. So, hallo, heute ist jetzt Sonntag und ich hatte euch ja eigentlich versprochen, dass ich euch das Balancieren von dem Gimbal, dass ich euch da mitnehme. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gemacht. Kennt ihr das, wenn ihr sagt, boah, ich habe so viel Zeit, das klappt alle ohne Probleme und dann plötzlich merkt ihr von, oh, seht ihr, auch jetzt habe ich keine Zeit. So, ich mache jetzt schnell, es hat gerade geklingelt, Verrecht ist nämlich schon da. Und ja, aus viel Zeit wurde, ich habe gar keine Zeit und deswegen habe ich das dann schnell gemacht. Aber ich kann sagen, es ist okay. Also die Anleitung im Handbuch war ein bisschen anders als im Video. Ich habe mir ein Video angeguckt und ich habe es hingekriegt. Es hat ein bisschen gedauert. Es war aber auch mein erster Gimbal, mein erster Versuch. Aber auf jeden Fall hat es funktioniert und das ist das Wichtigste. Und jetzt werde ich das mit Verrechte testen. Ich nehme euch gleich auch nochmal mit und erzähle euch vielleicht zwischendurch mal, wie es ist. Ne? Und ja, wir hören uns gleich nochmal. So, wir haben jetzt, Verrechte hat Make-up für uns beide gemacht. Hi. Genau, und jetzt haben wir hier einmal aufgebaut. Ich werde jetzt gleich den Gimbal direkt testen und mit der Videosequenz anfangen, solange wir noch Licht haben. Und danach werden wir einmal uppala, dass man Verrechte auch sieht, ein Shooting noch filmen, in dem ich die verschiedenen Lichtsetzungen zeige. Aber das Video kommt natürlich auch irgendwann jetzt auf dem Kanal. Genau, ich zeige euch einmal kurz das Setup. Hier ist Chaos pur, ich bewege mich mal ein bisschen. Hier ist für gleich nachher der, kriegt ihr den überhaupt zu sehen? Doch, den Reflexschirm. Und ich habe jetzt erstmal einmal nur, ich drehe mal den Display. So, genau. Und jetzt einmal quasi Verrechte, weißen Hintergrund, ganz schlicht. Und jetzt werden wir einmal filmen für euch. Und dann erzähle ich euch nachher, wie der Gimbal war. Ob es einfach war oder nicht. Das erste Mal Gimbal. So, was soll ich euch sagen? Ich habe extra für euch eine Review gefilmt im Nachhinein. Ja, ich habe leider im Hintergrund Musik laufen gehabt, die natürlich nicht lizenzfrei ist, so dass sie voll für den Piep war. Deswegen hier nur ein kurzer Einblick. Also der Gimbal funktioniert einwandfrei. Wie ihr sehen könnt, sind die Bewegungen auch wirklich sehr soft im Übergang, sehr gut stabilisiert. Ich muss mich an die Handhabung gewöhnen, wann ich welchen Mode einsetzen muss und ja, überhaupt erstmal alle Anfang ist schwer, so wie bei der Fotografie, auch die Videografie. Ich muss üben. Werde euch da wahrscheinlich auch nochmal mitnehmen, aber grundsätzlich ist für den Preis, würde ich sagen, nichts zu meckern. Ich habe aber auch ehrlich gesagt keine Vorerfahrung mit Gimbeln. Aber der erste Eindruck war schon mal gut. Und ja, jetzt wird nochmal weiter getestet. Hallo, ich muss euch gestehen, ich bin eine furchtbare Vloggerin, weil heute ist Sonntag. Ich meine der 14. April. Und ja, ich hätte euch am Freitag eigentlich mitnehmen müssen, weil da schon was Fotografie-Relevantes passiert ist. Ich habe es aber total vergessen. Ich gelobe Besserung. Was habe ich am Freitag gemacht? Ich habe am Freitag mir die Kalita geschnappt, habe den Gimbal mir geschnappt und habe angefangen draußen ein kleines Video zu drehen oder ein Videoporträt, um einfach mal zu testen, wie es funktioniert. Die Bewegungen, also was, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das mit dem Ausbalancieren hat schon mal besser funktioniert als beim letzten Mal, muss ich gestehen. Ich muss mich aber dran gewöhnen. Ich muss mich tatsächlich dran gewöhnen. Ich muss mit diesen Bewegungen, ich habe aus Versehen den falschen Knopf gedrückt und dann war dieser, wie heißt da, alle freigeschaltet und wobbly und ja, ich muss mich dran gewöhnen. Werde ich aber auf jeden Fall noch machen. Danach machen wir zurück. Und dann haben wir noch einen Live-Podcast zusammen aufgenommen, für euch, mit euch. Ein paar waren anwesend. Der ist auch mittlerweile natürlich schon verlinkt, den könnt ihr euch angucken. Da habe ich die Kalita mal gefragt oder befragt, interviewt zu ihren Modelanfängen und ihren Erfahrungen jetzt ja, im Modeln. Da könnt ihr gerne reinschauen. Heute, was ich heute mache, ist, dass ich eine Batch Production mache. Das heißt,
Ich habe heute Vormittag ein paar Scripts noch geschrieben, hatte schon über die letzten Wochen immer, wenn mal Zeit war, abends ein Skript geschrieben zu den Shootings, die ich aufgenommen hatte. Und jetzt heute werde ich die aufnehmen und ja, werde euch, die werdet ihr, also ich nehme euch da jetzt nicht mit, während ich hier sitze. Ich zeige euch vielleicht einmal den Aufbau mit dem Handy. Das wäre vielleicht was, damit ihr seht, wie ich meine Videos aufnehme. Und ja, dann geht's los. Ich werde heute mal ein paar Stunden sitzen, glaube ich, weil ich habe, glaube ich, 7 oder 8 Videos im Hintergrund, die ich noch schneiden muss, zu denen ich jetzt den Skript halt nochmal schreibe oder beziehungsweise aufspiele. Und ja, los geht's, würde ich sagen. So, hier seht ihr jetzt von dem anderen Winkel von meinem Handy, ich grüße mal ins Handy, den Aufbau, wie ich die YouTube-Videos aufnehme. Also ich sitze auf meiner Couch, schließlich soll es ja bequem sein. Ich sitze gegenüber von meinem Fenster bei Tageslicht. Ich achte immer darauf, dass ich das mache, wenn kein direktes Sonnenlicht hier reinstrahlt. Und ja, hinter der Couch, wie ihr seht, ist die Kamera. Und hier, wie ihr seht, habe ich jetzt einfach nur eine weiße Styroporplatte. Manchmal habe ich auch einen Reflektor noch mit dabei, einen silbernen, genau, um die Schatten aufzuhellen. Ja, genau, heute besonders, weil ich habe mich jetzt nicht geschminkt, ich hatte keinen Bock auf Schminke. Ich denke mal, ihr verzeiht es mir. Und deswegen ist es natürlich wichtig, in meinem Alter, dass man einen kleinen Reflektor hält, damit die Schatten ein bisschen aufgehellt werden. Genau, und so sieht es aus. Und ja, hier ist noch, das könnt ihr, glaube ich, gar nicht sehen, mein Laptop. Auf dem Laptop werde ich gleich das Skript halt aufrufen. Und dann werde ich immer etappenweise quasi vom Skript mir das durchlesen, aufnehmen, Pause, weiter und so, ja, bis ich halt durch bin, ne? Das heißt, das dauert jetzt bis heute Nachmittag. Genau, und dann werde ich dann alles sichern. Werde noch ein paar Magazineinreichungen machen heute Abend. Ein Magazin hatte mich angeschrieben, das wollte ein paar Bilder haben von meinem Beauty-Shooting, was ich glaube noch nicht rausgekommen ist mit der Doreen. Und da muss ich mich jetzt drum kümmern, nachher, dass ich die noch ja, neu in der höheren Qualität abspeicher. Jetzt wollte ich euch schon den Reflektor hinhalten, ich bin schon ganz durcheinander. In der höheren Qualität abspeichern und den dann hinschicken. Genau. Und dann, wenn ich damit fertig bin, ist auch heute schon Abend, wahrscheinlich 6:30. Dann mache ich Feierabend, lese ein Buch und dann wird es das für heute gewesen sein. Was ich heute noch gemacht habe, was total aufregend ist, ich habe gebucht, ich weiß nicht, wenn dieser Vlog rauskommt, wird das schon durch sein, aber vielleicht nehme ich euch sogar damit, weil Fotokoch macht einen Livestream hier in Düsseldorf und man konnte sich anmelden zu so einem Meetup, wo ganz viele oder wahrscheinlich ganz viele Fotografen sind, wo der Livestream aufgenommen ist. Und ja, da habe ich mich mit Carla zusammen, oder Carla und ich, der Esel immer zuletzt, ne, oder so ähnlich, oder nee, der Esel nennt sich zuerst, ach egal. Genau, wir haben uns angemeldet, wir werden da sein, vielleicht treffen wir da den einen oder anderen von euch, ich würde mich riesig freuen. Und genau, aber das ist erst in 2 Wochen. Dann erzähle ich euch, wenn es dann soweit ist, wie wir das machen. So, wie ihr sehen könnt, bin ich schon angezogen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Victoria, wo wir ein Home-Shooting haben. Es wird eventuell ein Paar-Shooting, wenn der liebe Freund sich traut. Ansonsten hatte ich am Freitag einen Job, da konnte ich euch leider nicht mitnehmen, aus Datenschutzgründen. Aber ich wollte euch zumindest kurz davon erzählen. Ich war bei einem Augenarzt und habe natürlich zuerst Gruppen-Einzelporträts gemacht, was man so macht. Und dann aber etwas, was ich mega spannend fand. Ich habe Makroaufnahmen der Augen der Mitarbeiter gemacht für ein Plakat später, wo man wirklich nur das Auge an sich sieht. Ich versuche die Erlaubnis zu kriegen von einem der Mitarbeiter, dass ich das Auge euch zeigen kann. Hier irgendwo werdet ihr es dann sehen. Und genau, dann haben wir es von allen fast 30 Mitarbeitern gemacht und das wird dann später verwendet für ein Plakat vermutlich. Genau, und ja, ich hätte euch gerne mitgenommen, aber muss man ja verstehen, dass das für Leute nicht unbedingt immer okay ist, wenn gefilmt wird. Ich wollte jetzt auch nicht fragen, unbedingt, weil es ja ein Job ist. Genau, und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Victoria. Und los geht's. Victoria ist meine quasi fast Nachbarin. Die ist vor 2 Monaten in meine Siedlung gezogen. Das wusste ich gar nicht, aber so habe ich einen kleinen Spaziergang zu den beiden gemacht. Und was soll ich euch sagen? Die haben eine wunderschöne, offene Maisonette-Wohnung. Ich blende euch ein paar Behind the Scenes ein, genauso wie ein paar unbearbeitete Bilder, weil ich dazu einfach noch nicht gekommen bin. Es war ein großartiges Shooting, die beiden strahlen,
Die Chemie stimmt einfach und ich hatte wirklich einen ganz tollen Sonntag. Zusätzlich habe ich für den Henry ein paar LinkedIn-Profilbilder gemacht. Die blende ich auch hier unbearbeitet ein. Und während er sich umgezogen hat, habe ich die Chance genutzt und die Victoria kurz am Fenster porträtiert. Genau, wie ihr hier sehen könnt. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr gelungener Sonntag. So, heute, wie ihr seht, sind wir zurechtgemacht. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Meetup bei Foto Koch. Ich schaue mal, ob ich zwischendurch ein bisschen filmen kann, vielleicht auch dort ein bisschen, mal gucken. Je nachdem, dann nehmen wir euch mit und ansonsten erzähle ich euch, wie es war. Aber ich hoffe, dass ich euch mitnehme. Ich muss mich halt ans Vloggen noch gewöhnen. Ich tue mein Bestes. Hier getroffen haben. Hallo zusammen, wie geht's euch? Den Mason. So, jetzt will ich mal drücken. Hi. So, ich kann direkt spoilern, es war ein richtig toller Abend. Es war total schön, neue Gesichter kennenzulernen. Die Location ist wunderschön. Der Mietstudio in Pempelfort hat richtig viele tolle kleine Details, wie ihr hier sehen könnt. Das Licht ist gut. Ja, die Location ändert sich auch immer mal wieder, hat der Lars mir erzählt, dass die gerne mal umstreichen und ummalen. Es gab dann auch noch sogar Vorträge. Dallas Rüsing und Lilo von der Bay haben über Food Photography und Food Styling gesprochen und die Silke van der Meij über Beauty Photography. Ich fand die Vorträge großartig. Es war auch echt schön, so nah dabei zu sein. Die Location war wunderschön und ja, hiermit möchte ich mich auch verabschieden. Ja, wenn ihr noch mehr Vlogs sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.